Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Mein Name ist Marc Becks, ich bin der CFO von der Masterflex SE. Herr Becks, gucken wir uns die Zahlen zum ersten Halbjahr an und da muss man sich wirklich so ein bisschen verwundert die Augen reiben. Umsatzwachstum 26% auf 49,1 Millionen. Beim operativen EBIT ein Sprung von 82%. Spitzenwert, also Rekord, jetzt 6,7 Millionen. Schauen wir uns die Aktie an, EPS 49 Cent, das ist nahezu verdoppelt. Und Herr Becks, der Konsens, der liegt bei 55 Cent im Jahr. Was machen Sie denn jetzt? Legen Sie jetzt die Füße hoch und sagen, ach, wir haben ja eigentlich schon erreicht? Oder heben Sie jetzt die Prognose an? Ja, wie Sie ja wissen, kommen wir aus dem Ruhrgebiet oder haben unsere Basis im Ruhrgebiet, da legt man sich die Füße nicht hoch, sondern da arbeitet man und so überraschend sind die Zahlen jetzt eigentlich auch nicht, denn das ist ja eine Geschichte, die seit eigentlich 2019 beginnt mit Back to Double Digit, auch wenn dann Corona kam und 2 Umsatzjahre so ein bisschen geklaut hat, aber sind wir seit der Zeit auf einem guten Weg. Corona hat das sicherlich zahlenmäßig noch ein bisschen verdeckt, aber wir haben die Hausaufgaben gemacht und unser erstes Quartal war schon gut und das zweite war jetzt auch ein sehr, sehr gutes Quartal, aber so richtig überraschend ist es nicht, denn weil es ein kontinuierlicher Prozess ist. Insofern, wenn man das jetzt hochrechnen würde aufs Ende des Jahres, sieht es sicherlich gut aus, was unsere aktuelle Prognose angeht. Wir haben das intern auch diskutiert, hebt man es an oder nicht, aber am Horizont sind natürlich durchaus graue Wolken oder schwarze Wolken. Insofern wäre das jetzt, glaube ich, der falsche Zeitpunkt, eine Prognose anzuheben, die man dann vielleicht ein paar Monate später wieder einkassieren muss, weil das Thema Gasembargo oder Gasknappheit dann auf einmal voll auf die deutsche Industrie einschlägt. Also insofern ist es, glaube ich, wichtig, weiterhin zu arbeiten, jeden Tag das Beste zu geben und insofern werden wir keine Prognoseanhebung machen. Ich glaube, wenn wir richtig sicher sind, dass wir gut durchs Jahr kommen, kann man darüber nochmal nachdenken. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt erstmal, die nächsten Monate gut zu überstehen und vor allem das Thema Gasknappheit, vielleicht mal eine größere Gewissheit zu haben, was denn im Winter auf uns zukommt. Da haben Sie jetzt ein weites Feld eröffnet an möglichen Nachfragen und ob Sie es glauben oder nicht, ich werde da überall reinstoßen. Also nochmal beim Thema Prognose, vielleicht so durch die Hintertür. Wann fallen denn jetzt die 100 Millionen beim Umsatz? Vielleicht doch schon 2022? Also Ihr Plan ist ja jetzt bis 87 Millionen. Ist so eine Wolke auch so ein laues Weihnachtsgeschäft? Das war ja immer so im 4. Quartal ein Thema bei Ihnen. Müsste doch dieses Jahr ein bisschen anders aussehen. Also Sie haben es richtig gesagt, wir sind grundsätzlich im ersten Halbjahr stärker als im zweiten Halbjahr. Das liegt daran, dass wir uns im Dezember mehrere Tage wegfallen, in denen wir einfach nicht verumsatzen. Das heißt, wir haben nur so einen halben Monat im Dezember, aber natürlich die vollen Kosten in diesem Monat noch drin, also was Personalkosten angeht und die weiteren fixen Kosten. Insofern ist das der Grund, warum wir im 4. Quartal immer so ein bisschen runterfallen. Ich hatte es ja schon öfter so gesagt auf verschiedenen Veranstaltungen, wir müssen bis zum 3. Quartal das verdient haben, was wir im Jahr auch, dann wo wir das Jahr auch beenden wollen. Grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass wir jetzt auch eine gute zweite Jahreshälfte haben werden, aber die wird schwächer sein als die erste Jahreshälfte, sowohl umsatzseitig als auch ergebnisseitig. Und das bedeutet natürlich, wenn wir jetzt 49 Millionen Umsatz im ersten Halbjahr gemacht haben, dann werden wir die 100er-Marke dieses Jahr nicht mehr knacken. Und dann nächstes Jahr. Wollen wir es hoffen. War das jetzt ein Jahr? Gewissheiten gibt es gar nicht. Also, aber das sieht sicherlich schon so aus, dass wir, auch wenn wir das weiterhin als 2024 Ziel haben, aber durch die Entwicklung, die wir auch im Rohstoffmarkt haben, sind wir natürlich auch durchaus näher dran, das Ziel in 2023 zu erreichen. Aber wir haben auch in den letzten 2-3 Jahren gelernt, dass man mit Prognosen sehr, sehr vorsichtig sein muss, denn die Welt verändert sich derzeit so schnell, erst Corona, jetzt Ukraine-Krieg und man hat schon so an negativen Zinsen gewöhnt und auf einmal dreht sich das wieder, was auch keiner vorhergesehen hat. Ich glaube, man sollte da sehr vorsichtig sein mit Prognosen, aber wir tun natürlich alles, die Ziele möglichst schnell zu erreichen. Wie zum Beispiel sich vernünftig einzudecken mit Rohstoffen. Ist das so? Wir haben die Situation momentan, dass wir natürlich immer noch Rohstoffknappheiten haben, aber wir probieren natürlich auch, uns zeitig einzudecken, denn wie gesagt, die dunkle Wolke Gasknappheit, die schwebt ja am Horizont oder über unseren Köpfen. Und insofern probieren wir das. Also das ist schon einer der Gründe dafür, dass bei uns das Working Capital, also die Vorräte hochgegangen sind. Aber das gelingt nicht überall. Das ist auch klar in Zeiten von Knappheiten.
funktioniert es halt auch nicht, dass man alle Materialien, die man braucht, sich dann auch bevorraten kann. Und wir haben sicherlich nicht den Platz und Liquidität, auch mehrere Jahre die Vorräte hier vorzuhalten. Das wird natürlich auch nicht funktionieren. Aber wir probieren logischerweise dort, wo wir es können, vielleicht mal ein bisschen mehr Material einzukaufen, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Sind auch immer im engen Austausch mit den Lieferanten. Aber wie gesagt, es gibt immer noch viele Knappheiten und es ist immer noch bei vielen Materialien eher ein Verteilungskampf bei den Rohstofflieferanten. Also das geht nur im begrenzten Umfang. Ja, bei diesem Thema Energie, Gas, Strom und so weiter. Wie gehen Sie jetzt damit um? Also ich empfinde das so oder nehme das so wahr, die Welt der Industrie ist da so zweigeteilt. Die einen ächzen und die anderen, die suchen schon seit geraumer Zeit intensiv nach Alternativen. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Also was die eigene Produktion angeht, sind wir von Gas nicht sehr stark abhängig. Wir haben vereinzelt Öfen bei uns in der Produktion, auch gasbetriebene Öfen, wo wir uns auch nach Alternativen umschauen. Da wird sicherlich kritisch sein, ob man das zeitgerecht umgesetzt bekommt. Das ist ja wieder so das Nächste. Oftmals dauert momentan, wenn man Dinge bestellt, haben die Lieferzeit von 6 bis 12 Monaten. Insofern, es kann dann auch zu spät sein. Da sind wir dran, aber das ist bei uns eher eingeschränkt, dass wir da dran hängen. Was die größte Sorge bei uns ist natürlich das Thema unsere Lieferanten. Das heißt, wir bekommen ja Rohstoffe, ob das jetzt BASF, Evonik, Huntsman und so weiter sind, die großen chemischen Unternehmen, die uns beliefern, und wie dort der Stand ist, auch wenn wir bei denen mit im engen Austausch logischerweise sind, kann man natürlich nicht so genau sagen. Auch nicht, was eine Gasknappheit eigentlich tatsächlich für die Industrie bedeutet. Denn Gas wird ja sehr flächendeckend eingesetzt, ja nicht nur in der Industrie, sondern auch privaten Haushalten, zur Verstromung und so weiter. Und da ist natürlich dann entscheidend, welche Entscheidungen die Politik trifft, wo das Gas, wenn es denn knapp ist, zugeteilt wird. Und das ist unsere größte Sorge, dass BASF und so weiter die Produktion reduzieren muss. Und das wäre natürlich für die deutsche Wirtschaft allgemein als auch für uns dann schon eine dramatische Situation. Genug der Dramatik, schauen wir uns die guten Nachrichten des Tages an. Und eines ist sicherlich auch, Sie haben es erwähnt, die Marge, die operative EBIT-Marge jetzt 13,6%. Zuletzt war sie 9,5%. Und da ist sie also, die Double-Digit. Bleibt sie da auch? Also sie wird nicht auf den 13,6% bleiben. Da wiederhole ich, was ich vorhin schon sagte, dass wir in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr ganz so viel Umsatz, ein ganz so hohes Ergebnis machen wie in der ersten Jahreshälfte, aber sie wird aller Voraussicht nach, und das ist ja auch unsere Prognose, im zweistelligen Bereich bleiben. Ich habe so den Eindruck, dass die Stimmung an der Börse insgesamt deutlich schlechter oder zurückhaltender ist als die Stimmung in der Industrie selber. Okay, Ihre Aktie, die Masterflex, heute 12% im Plus. Das ist interessanterweise auch das Jahresplus, also seit Beginn des Jahres. Sehen Sie das ähnlich? Malt die Börse da so ein bisschen schwarz? Das sehen wir auch, dass wir sind, was das Thema angeht, den eigenen Kurs zu beurteilen, immer ein bisschen vorsichtig, denn wir sind schon hier Anhänger auch der freien Wirtschaft und der freien Märkte, und eine Börse ist ja nun mal ein freier Markt, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen, und ich glaube, dass wir nicht schlauer sind als die vielen Anleger auf dieser Welt. Also insofern sind wir da so ein bisschen vorsichtig. Jedoch vergleichen wir dann mal so unseren Börsenkurs mit dem, was wir so auf dem M&A-Markt sehen. Wir wissen ja auch, mit welchen Multiplikatoren aufs EBIT oder EBITDA Unternehmen verkauft werden. Wir sind ja durchaus mal näher dran. Wir kennen da auch ein paar Vergleiche aus der eigenen Branche oder im Umfeld unserer Branche. Und da muss man schon sagen, ist eine Bewertung im, ich sage jetzt mal, Nicht-Börsenumfeld deutlich höher, als sie im Börsenumfeld ist. Und das drückt uns natürlich schon, ärgert uns vielleicht auch ein bisschen, um es mal emotional zu sagen. Aber wie gesagt, wir leben in einer freien Welt und freie Märkte, und insofern haben da sicherlich die Aktionäre, ich will nicht sagen recht, aber sie halten, glaube ich, momentan ihr Pulver trocken. Ich denke, unsere Performance, die wir seit vielen Quartalen zeigen, dürfte sicherlich einen deutlich höheren Börsenkurs rechtfertigen.
Beim Stichwort Luftfahrt, da hatten wir zuletzt drüber gesprochen, da hatten Sie gesagt, im letzten Quartal, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Hätten wir da mehr Kapazität gehabt, dann hätten wir dann noch bessere Zahlen gehabt. Jetzt haben Sie ja Kapazität aufgebaut, so habe ich es mitbekommen, in Tschechien. Wie weit ist denn das schon vorangeschritten? Passen da die Kapazitätszahlen schon? Die Kapazitätszahlen passen da schon. Also wir sind in diesem Jahr im Luftfahrtgeschäft deutlich besser unterwegs als noch im letzten Jahr. Also haben schon mehr verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch ein deutlich besseres Ergebnis an der Stelle. Was uns ein bisschen zurückgeworfen hat, dass wir dort Materialverfügbarkeitsprobleme hatten, dass wir auch bei 2 Lieferanten, die uns Schlechtware geliefert haben, dann sozusagen den zeitlichen Verzug haben. Und ich glaube, man muss jetzt das zweite Quartal, das ist das Quartal, wo Tschechien quasi hochgefahren wurde, da sind die natürlich noch nicht voll gelaufen, aber wir haben momentan die Mannstärke, die wir für dieses Jahr brauchen. Insofern in der zweiten Jahreshälfte gehen wir schon stark davon aus, dass der Tschechien-Effekt auch in der Luftfahrtindustrie gut einschlagen wird. Kommen jetzt eigentlich demnächst noch Übernahmen und wenn ja, wo schauen Sie dann eher? Nach Branchen, nach Technologie oder nach Regionen, um sich breiter aufzustellen? Wir schauen nach beiden. Momentan ist aber sicherlich die Region Nordamerika für uns im Fokus, weil wir dort zwar unsere zweitstärkste Region haben, aber noch nicht dort sind, wo wir sein wollen. Und insofern ist da schon ein regionaler Fokus drauf. Technologisch sind wir immer bereit, uns zu erweitern und gelegentlich werden wir auch mal angeschrieben und dann gucken wir uns die Dinge auch an. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, so weit, dass wir hier in konkreten Verhandlungen oder Due Diligence-Prozessen oder so weiter stehen, sondern sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Aber Nordamerika ist sicherlich im Fokus. Zweiter Fokus ist auch Europa, weil es sind beides Regionen, wo wir uns auch vertraglich auskennen, wo wir relativ hohe Sicherheit haben hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit der Länder und so weiter. Insofern sind das eigentlich die Regionen, die wir anstreben. Wie gesagt, da sind wir dran, aber es wird noch ein bisschen dauern. Dankeschön an den Finanzvorstand von Masterflex, Mark Becks. Die 100 Millionen beim Umsatz auf dem Radarschirm, möglicherweise wird es schon 2023 etwas. Dankeschön für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.